am I here? Wieso bin ich da? We had diese Selections, diese Wahl in the last year, and then Hillary and I sind in die Krise gefallen. Ich war im Wahlkampfteam von Hillary, and then happened Donald Trump. Entschuldigung, I'm fine. Can you believe that this pussy grabber is our president? Ich meine, er war jetzt in Sizilien, in Taormina, und er hat keine Ahnung von dem Dossier, nix. Ist gegangen nach, hat gedacht, oh, bin ich eingeladen an eine Party von meinem Kollegen Berlusconi, gehe ich mache eine Bunga-Bunga-Party in Sizilien. And then they started talking about Klimakonferenz, and then he go like, huh? Thanks, first not, no, we don't have that, we don't need that. Ist so peinlicher Typ, so ganz schlimm Typ. So, ja. So Donald Trump ist schlimmer als alle Klimakatastrophe. And then, so Hillary and I, wir sind deprimiert gewesen. Und Hillary hat gesagt, du musst zurück. Wir müssen anfangen bei der Roots, bei der Wurzel, wo du herkommst, mit den Frauen mobilisieren, because together we're stronger. So, ich bin sehr froh, dass ich heute Abend 4 Frauen, auch andere Sportsfrauen, kann vorstellen. Von Lancer Hyde, Rilana Philip. So, you are a hockey player. And in America ist es normal. In Amerika wir haben Frauen in Hockey schon 30, 40 Jahre. Ist es Männersport immer noch? Ist, wenn du in den Bus gehst mit dem Hockeyschläger und Hockeyboots? Ja, ich fahre nie Bus. Aha. Würdest du sagen, bist du auffällig als Frau in dem Sport? Ja, ich glaube eher nicht mehr. Ist vorbei. Ist vorbei, ja. Generell in der Schweiz ist es ein bisschen so etabliert. Gibt es mehr Frauenhockeyclubs in der Schweiz? Ja, es geht eigentlich so. Also, wir sind jetzt zum Beispiel in der Ostschweiz, hat etwa 13 Mannschaften. Das kommt dann auch darauf an, welche Liga du spielst. Spielt ihr in gleicher Liga wie Männer oder gibt es Unterschiede, andere Liga? Ja, also die Männerliga hat viel mehr verschiedene Ligen und wir haben einfach 3 Ligen. Aber gibt es etwas anderes, was Frauen besser können im Hockey? Ja, also uns hat einmal einer gesagt, dass wir mehr studieren. Good, kannst du ein Beispiel sagen, wie studieren? Ja, wir sind halt viel langsamer, also wir studieren halt alles. So wie könnte man das wohl machen, oder? Und dann funktioniert? Ja, meistens funktioniert. Ja. I mean, Männer einfach schießen. Meine Männer laufen einfach. Wenn Frauen probieren Strategie, Plan und so. Okay. War es schwierig für euch, jemanden zu finden, der euch trainiert? Ja, sehr schwierig. Also wir haben, die erste Saison haben wir ohne Trainer gespielt. Und dann ist auf einmal einer vom EHC Chur, ein junger Goalie. Der hat dann uns angefangen zu trainieren, ein bisschen. Und dann ist dann nochmal einer vom EHC Lenzerheide, einer, der in der ersten Liga gespielt hat. Und die 2 trainieren uns jetzt heute. Also 2? Ja. Junge Männer trainieren euch, Powerfrauen? Ja. Wir brauchen 2. Wir brauchen 2 junge Männer, um euch in Schach zu halten. Okay. Und ja, du bist in Form, du hast eine starke Body. Ja. Wie kommt es an? Ist es erfolgreich? Nein. With a starke body. I mean, it's very sexy. Geht so. Es geht so. Gibt es ein Schlachtruf? Heißt es Schlachtruf? Ja. Finde ich so komisch. Weil Schlachten ist Tiertod. Vielleicht wir kann erklären nachher ein Deutschlehrerin. Schlachtruf. Macht ihr Schlachtruf vorspielen? Ja, machen wir, ja. Und das hilft euch für immer
then you get courage and du bist heiß auf das Spiel. Genau. I mean, this can good sein für Politics. Maybe Silva, you can introduce this in those. Shall we try? Kannst du zeigen, einen Schlachtruf, was ihr macht in Hockey? Und also, ja. wir machen auch nach. Well, you never know. Manchmal kannst du brauchen einen Schlachtruf. Also, ich würde sagen, du rufst, können wir das schaffen? Oh. Und die anderen rufen, ja, wir schaffen das. Und ganz laut schreien. Können wir das schaffen? Können wir das schaffen? Ja! Gibt es denn Frauenprofis? Ja. Ja? Ja, gibt's schon, ja. Also in der Schweiz? Ja. Ah ja, die Profi spielen. Ja, so haben wir, ja. Die haben keinen Lohn. Nein, die verdienen, ich glaube nicht so. Frauenanzi ist nicht so hoch. So eine Evelina Raselli, verdienen nicht? Ich glaube nicht, nein. Weil ja, ich kenne eine Nationalspielerin, die spielt in der tiefsten Liga bei uns drin. Also einfach mal nebenbei. Und ich glaube nicht, dass die etwas verdienen. Ja, das wäre ja Is es Surprise, Surprise, Frauen verdienen nichts, Surprise. Du darfst mitnehmen der Wrestling, die Modekarte mit Wrestling, Hillary's Wrestling. Danke vielmals, Gelano, sagen wir viele Applaus. Nächste Frau ist auch in einem Männersport. Und zwar mit 9 Jahren war sie das erste Mal auf einem Schießstand. So. Und seit sie ist 17 Jahre alt, sie schießt scharf. Bitte begrüßen Sie, sie ist eine Sportschützin und sie macht das mit Pistole. Und ich freue mich schon, Pistole in der Hand zu haben. Please, come on stage, Esther. Gold. Und erst aber können wir ein bisschen anschauen, mit was du arbeitest. Darf ich sagen? Das ist nicht so schlecht, Schnittladen. Ist es nicht ein Riesenteil? Ja. So, bist du gefährlich? Hast du so einen Handtäschchen? Nein. Nein, also so eine nicht im Handtäschchen. Man darf es auch gar nicht. Das darf man nicht in Handtäschchen? Überhaupt keine Waffe. Keine in Handtäschchen? Nein. Bist du eine einzige Frau, die Sportpistolen schießt? Nein. Also bei uns im Verein sind wir jetzt das Dritte. Es hat 2 Junge gegeben, die jetzt schießen. Das freut auch immer. Und so ist in der Schweiz die Tendenz ist mehr jetzt, dass wir mehr Frauen verschießen, aber hauptsächlich Gewehr. Kannst du vielleicht erzählen, hast du nie so Geschichten gehabt mit Männern, die schräg geguckt und Bemerkungen gemacht haben im Schießstand? Oh doch, mehrmals. Kannst du erzählen, Annika? Also eine ganz lustige Anekdote war einmal, wir haben ursprünglich, das hört man ja, ich bin in Basel aufgewachsen, haben wir in der Nähe von Basel so ein Fest gehabt, nur so ein paar Schussschießen. Sie haben aber eingeladen zu einer Hochzeit. Und das ist 3/4 Stunde von Basel weg. Und dann habe ich zu meinem Mann gesagt, ich mag mich nicht nochmal retour fahren, umziehen. Komm, wir legen uns doch gerade richtig an für das Hochzeit. Wir kommen ja nicht dreckig, wir liegen ja nicht am Boden. Also, mein Mann, schwarze Hose, weißes Hemd, Krawatte, ich Blissenschuhe, weiße Bluse, Lackschuhe. In den Schierstand hinein, oder? Dann haben sie schon das erste Mal, also mein Mann hat sich gar nicht groß zur Notiz genommen in seiner schwarzen Hose, weißes Hemd, das ist ja noch gegangen. Aber ich mit meinen Lackschuhen, oder? Das ist ja schon mal gar nicht gegangen. Durch die Leute hier an die Scheibe führen, sind schon die ersten Bemerkungen gekommen, wow, jetzt wird es besser, jetzt können sie mit Lackschuhen schießen, oder? Und dann habe ich gefunden, du gehst einfach nicht drauf ein, bei den Ahnen. Und wenn man so 10 Schuss schießt, auf eine 10er-Scheibe ist 100 ist das Maximum. Ich bin dann nachher mit 95 von diesen Scheiben weg. Dann haben sie dann nichts mehr gesagt wegen der Lackschuhe. Kann man Männer kennenlernen am Schießstand? Ja, mehr Frauen. Mehr Frauen? Kann es sein, eine Partner? Du
kennengelernt? Ich habe meinen Mann durch Schießen kennengelernt, ja. Es ist sehr romantisch. Ich habe den Mann durch Schießen kennengelernt, aber einen Schießanlass noch gemütlich in der Schweiz stehen. Also Baby, ich bin 95. Und jetzt geht, also am Sonntag geht Familie Hug, geht ihr ganze Familie in Schießstand? Gehen deine Kinder auch schon schießen? Also mein Sohn hat jetzt angefangen mit dem Jungschützenkurs auf Gewehr, ja, so das militärische Vorschießen. Das Mädchen hat probiert, Pistole schießen einmal. Ja, sie haben gezwungenermaßen, wenn Mama und Papa schießt, oder, haben sie mit müssen, also sie haben angefangen im Kinderwagen. Dann hat zuerst ich den Kinderwagen draussen gewägelt, mit meinem Magen schießen, dann haben wir gewechselt. So sind sie aufgewachsen, oder? Jetzt sind sie 18 und 15. Sie kommen, um grosse Schützenfeste kommen sie gerne mit, und schon das ganze Drumherum ist auch noch. So ins Training weniger, aber ja, sie finden es lässig, vielleicht bleiben sie dann noch mal beim Schießen, keine Ahnung. Wie bereitest du dich vor auf Schießen, auf einen Schießwettbewerb? Man sollte trainieren, aber ich mache das nicht mehr. Erst machst du Kaltstart? Ja, ich mache Kaltstart. Nein, es ist so. Ich schieße nicht mehr viel, eben, gerade mit den Kindern und so ist es dann auch nicht so gegangen, man zieht sich zurück aus dem Ganzen. Ich habe vorhin selber das Gruppenmeisterschaftsfinale geschossen in Graubünden und so. Ich war ja schon mal in der Schweizer Meisterschaft gewesen. Aber wenn du noch eine Familie hast, du kommst halt gleich nicht mehr so zum Trainieren wie vorher ohne Kinder. Und dann musst du einfach entscheiden, was du machst. Für mich ist jetzt Schießen noch ein Plausch. Also bist du relaxed, flint und weich. Wenn ich dir wünsche, was wünsche ich dir, Ilana, in Hockey? Hals- und Beinbruch, no body check, oder was sage ich dir? Schlachtruf, wir haben gemacht. Können wir das schaffen? Ja, wir schaffen es. Was sage ich dir? Gut Hand, gut Auge, gut Schuss. Jetzt aber will ich sehen, ob du hast gut Schuss. Ich habe vorbereitet ein Spiel und ich brauche eine Frau, die sich getraut, gegen Esther zu Pfeile schießen. So, wenn du triffst blöde Fresse. Du hast 9 Punkte. Normalerweise schießen wir nicht auf Menschen, aber ich mache jetzt hier eine Ausnahme. Oh, das war nicht schlecht. So, das ist für dich ein kleines Geschenk. Danke für Mitmachen im Spiel. Und dann danke ich dir, Esther. Du bist nachher noch da für ein Stück. Hier ist eine junge Bündnerin, die Laura Ragetli, und sie kommt und erzählt. Wie bist du gekommen zum American Football? Und ich bin so froh, ich finde es so toll. Ja, via Facebook, so gesagt eigentlich. Also ich habe im April letztes Jahr mal so einen Aufruf gesehen, dass es Frauen suchen für Frauen-Tackle, American Football. Und dann habe ich gedacht, ja, was ist das? Also ich war neu im Kur, habe irgendetwas gebraucht für Unterhaltung, weil ich so viel keine Verfaulen da sehe. Ein Yoga, Pilates, no. Genau. Ja, das ist zu langweilig. Und dann bin ich ins YouTube gegangen und habe ein bisschen geschaut, so American Football, eingegeben, Frauen, und dann hat es mir abgestellt. Und ich dachte, mein Gott, Bikini so und so Höschen, voll aggressive Frauen, also das war eigentlich das weniger größere Problem gewesen. Mich hat einfach mega gestört, dass die Frauen immer im Bikini sind und so Höschen, und dann habe ich gefunden, Mann, das mache ich nicht, das ist schon viel eigentlich sexistisch. Und dann habe ich gefunden, nein, komm, lassen wir es. Und dann habe ich das Theater gefunden, habe ich über den Sommer Theater spielen, und dann ist eine Kollegin, auch meine Nachbarin, die ich schon länger kenne, gekommen und hat auf Facebook mir geschrieben, hey, willst du nicht mal ins Probetraining kommen? Dann habe ich zurückgeschrieben, was müssen wir anlegen? Sie so, was dir wohl ist. Ich so, okay, gut, ich komme. Wie heißt das Team? Genau. Wir sind im November von der Galanda Broncos aufgenommen worden und wir sind jetzt das erste lizenzierte Frauenteam in der Schweiz.
hast du irgendein Vorurteil an deine Freundinnen oder Kollegen oder Family, wenn du gesagt hast, ich mache American Football, haben die gesagt, nein, machst du bitte Skifahren, das ist Schweiz, oder machst du bitte Schlitteln oder so? Ja, es hat schon gehabt, weil ich bin so ein bisschen eine Person, die eher ein bisschen mal etwas ausprobiert und dann finde ich, ja, das ist es voll und dann gebe ich wirklich alles in das. Und ich habe mit Boxen probiert, also Kickboxen, aber ich habe dann einfach nicht gut mich wohlgefühlt und ja, und zusätzliches Zeichen wie Judo und ja, und dann bin ich in das Football gekommen und das ist dann wirklich, es ist mega cool gewesen, es hat mich wirklich mega interessiert und es hat auch the first sight. Das ist so schön, ich bin so bright. Ja, Entschuldigung? Ja, es hat einen gewissen Reiz gehabt, dass wir auch alle Frauen von null angefangen haben. Es hat nicht wie jemand gehabt, der ich bin besser oder ich kann das schon und ich mache das schon so und so lang, sondern wir sind alle am Anfang, also wir sind alle von null haben wir angefangen. Gewisse sind schon ein bisschen eher sportlicher gewesen, gewisse so wie ich, die null Sport gemacht haben. Und ja, und dann hat es wirklich so, wirklich von Anfang an etwas Familiäres gehabt und dann hat es mir mega gefallen und meine Family hat mir gefunden, ja, eine von deinen Phasen. Ein paar Wochen und dann ist dann das wieder weg. Zwei Spationen. Also eine Lizenz. Genau. Und Typen, Männer machen die blöde Sprüche, wenn du sagst, ich mache American Football? Mhm, ja, also es hat so gewisse Sachen, also gewisse Menschen die sagen natürlich so, ja, du willst jetzt einfach ein bisschen, also nicht nur Aggressionen auslassen und ein bisschen so auf den Obermacker machen, sondern und du gehst eh nur wegen der Frauen, um ein bisschen Frauen kennenlernen oder irgendwie solche Sachen und dann finde ich, nein, du hast es noch nie, glaube den Sinn auch in einer Sportart verstanden, wenn du das Gefühl hast, gewisse Menschen machen das nur wegen dem. Und dann habe ich gedacht, nein, ich mache das, was Spass macht, du lernst wirklich mega coole Leute kennen und ja, das ist überhaupt nichts mit Hintergedanken, es ist einfach eine Familie, wo du dort die Unterstützung kriegst oder halt von Freunden nicht kriegst. Können wir mal schauen, Ausrüstung? Nee. Ich habe einen Freund immer mit so shiny brown. Falsch? Ja. War immer nur, nein, no, I never was Cheerleader. Das war mir zu blöd, Cheerleader sein. Aber ich hatte einen Boyfriend, who was a quarterback. So ich wir machen nichts anderes Quarterback. Anfangen mit das ist ein Ei. Und wie kannst du sagen? Wie sagst du richtig den? Ball, also Ball. Englisch ja Ball. Ja, das ist unser Ei. In anderen Worten. Ja, unser Ball, das ist das Baby eigentlich von den Quarterbacks, von den wichtigsten Personen. Das sind die den Ball noch verwerfen. Nachdem es der Center abgeht, also die Person, die unten an dem Stand ist, gibt den Ball ab, hinterher der Quarterback und der Quarterback entscheidet, wie es dem Running Back weitergeht. Und der dann vorne springt und einen Touchdown versucht. Oder der Quarterback probiert selber zum Vorne zu rennen und den Touchdown zu machen. Das fand ich immer so geil. Der Quarterback wirft die Babys zwischen Beine hin. Das ist very sexy. Ist auch hier ein Pussy-Grab-Schoner? Nein, nicht. Unsere Ausrüstung ist, es gibt ja halt keine anderen Frauen in der Schweiz und dementsprechend haben wir natürlich auch keine Frauenausrüstung. Das heisst, wir nehmen alles von den Juniors, also von den jüngeren Spielern, American Football Spieler, also Junioren-Helm und auch Junioren-Pads. Bei uns Frauen ist natürlich das Pad das Problem bei unseren Boobs, bei der Brust. Ja, mit der Brust. Genau. Also, der Brustschutz ist natürlich halt dementsprechend nur der Hälfte. Dort, die ein bisschen größere Brüste haben, geht er halt nur oben. Unten hängt es. Wer ist euer Cheerleader? Wenn du drei Wünsche hast, wie soll der Cheerleader aussehen, der macht? Also, für mich ist es gut, kein Cheerleader. Also,
Ich finde es ist so wie American Football, also Cheerleader ist eigentlich alles. Früher, also ganz früher sind es ja die Männer, die das gemacht haben. Und nachher ist die Frauenwelt gekommen und hat das wieder zu einer Frauensportart gemacht. Das ist eben schade darunter. Okay. Ja, leider. Ja. Darum finde ich es eigentlich auch schade, dass es fast keine Männer hat. Also ich glaube jetzt bei den Broncos ein Mann, der spielt oder wo man die mitmacht. Und es ist schon schade, ich habe so kleine Buben gesehen, und die halt vielleicht nicht so nicht eher in ein Football gehen, würden sich aber für den Sport interessieren und man nicht fragen, hey, Cheerleader, wäre das nicht für dich? Und dann hat er gesagt, nein, wenn er nochmal einen Bub findet, in meinem Alter, dann komme ich dann vielleicht schon. Aber ich will nicht der einzige Bub sein. Und dann ist es wirklich schade, wenn eigentlich jemand Freude daran hätte im Sport, aber nachher eigentlich schlussendlich daran scheitert, weil er den Mut oder weil er auch vielleicht auch Angst hat, gemobbt zu werden in der Schule. Ja, das ist wie umgekehrt. So, es ist interessant, so ein Junge spielt Football in Chur, ist ein bisschen wie ein Junge, der geht in Ballett. Genau, er spielt übrigens Frauensport? Ja, er macht immer Ballett. Ah, er macht Ballett. Aber er hat jetzt eben aufgehört. So, erste Frage ist, wie viele American Tackle Football Ladies Teams gibt es mit Lizenz in der Schweiz? Oh, wer war first? Beide ist unentschieden. Wie viele Trainer haben die Broncos Ladies? 4. Ein Punkt für dich, kannst du denken selber? Ja, ich hoffe. 3. Wie viel Mal Training haben die Ladies? 2. Siehst first, 2 Punkte. Vierte Frage, wie viele Narben hat ein American Football? Eine. Wie? Sehr schnell. Braucht es noch mehr? Also, es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Was ich als gesunde an dem Sport? Bewegung, Brain Sport. Genau. Also es ist wirklich, es ist ein Kopfsport eigentlich. Du überlegst mega viel, aber wenn du viel zu viel hast, du überlegst dort nichts. Du musst voll wieder Sache sein und wirklich 80% ist Kopfsache. Du musst dort dabei sein, sonst passieren nämlich Verletzungen. Gut, das war spannend. Erste Lizenz Football League in Chur. Super. Ich mache mal weiter direkt. Danke dir, Laura, für dein Anliegen. Jetzt, last but not least, kommt eine Pionierin, ein Vorbild. Sie ist so groß in Form und sie kann auf alle Berge klettern. Und sie ist ein Feminist, schon lange gleichzeitig war erfunden von erster Stunde. Sie stellt sich selber vor. Please come on stage, Maya Riffel-Strobe. Also ich bin Maya Riffel und ich bin in Chur geboren und aufgewachsen. Und ich bin schon über 60 Jahre zu Berg. Angefangen hat das, weil meine Eltern uns mitgenommen haben. So mit 7 sind wir auf den Mittenberg, dann auf die Heuberge. Feuerhörnli ist für meine Eltern, das waren nicht Bergsteiger, schon ziemlich an der Grenze. Und dann, also während so bis 13 sind wir meistens mit den Eltern gegangen. Und dann haben wir mehr Ambitionen gehabt. Und dann haben wir gesagt, jetzt müssen wir etwas schauen, wo wir uns anschliessen können. Und dann haben wir gehört, dass es eine IO gibt, vom SAC, Jugendorganisation. Warte, ich da nicht so. Und dann sind wir dort gefragt, das war der Schulungsanfang von meinem Schul, als ich in die Schule gegangen bin. Und dann habe ich gefragt, ich will in die IO. Und dann hat er gesagt, ja, das ist nur für Buben. Und danach habe ich gesagt, ja, aber also ich will jetzt auch. Das ist ja nicht möglich. Und dann hat der Gott sei Dank, oder Göttin sei Dank, ist der gerade ausgewechselt worden, der IO-Chef. Und dann ist ein neuer gekommen und der hat gesagt, ja, selbstverständlich können die kommen. Und dann habe ich dort rein können und konnte dort weiter. Und das war einmal auch schon die erste Erfahrung mit Vorurteilen. Genau. Weil, hast du andere Geschichten, Anekdoten zu erzählen? Ja, es gibt schon noch mehr wegen Vorurteilen. Hast du gerade ein frisches, ein neues, was du gerade... Nein, das ist die Vorurteile sind vor allem in den 60er, 70er Jahren. Da war ja noch der SAC
Männerclub, der ist 1863 gegründet worden, ziemlich ein elitärer Haufen, wo keine Frauen dabei hatten. Und dann 1880, muss man sagen, haben dann freigestellt, ob die Sektionen dürfen die Frauen aufnehmen. Und die einen haben es gemacht und die anderen in Bündner ganz sicher nicht. Surprise! 1907 haben die Frauen wieder rausgeworfen. Jetzt gibt es es nicht mehr, die Frauen wollen es nicht mehr haben. Und dann ist 1917 der Frauenalperclub gegründet worden. 1917? 17. Und wenn ich ja noch fortsetzen will, und ab 1979 ist wieder offen gewesen. Einerseits ist ja das Frauenstimmrecht angenommen worden. Es ist noch 9 Jahre gegangen, bis die Sektionen dann endlich wieder Frauen aufgenommen haben. So habe ich es einerseits total gut gehabt, ich bin viel mit diesen SACler gegangen, obwohl ich ja Richterin war. Auf der anderen Seite, wo der Spruch reif worden ist, wegen Frauen aufnehmen. Also da hat man ja Kommentare gehört. Ja, das gibt im Club und auf der Tour und in der Hütte nebeneinander schlafen. In Biwak? Wie ist mit Risiko? Gehen Frauen anders mit Risiko nehmen als Männer? Ich glaube schon, ja. Ja, also die Frauen sind schon vorsichtig, glaube ich, ja. Und denken Frauen mehr bei Klettern? Ja, meine ich auch. Nein, das ist jetzt böse gesagt, aber Männer sind wahrscheinlich draufgängerisch. Oder auch zum Beispiel klettern wir ja nicht gleich. Wir haben immer gesagt, Männer klettern da und Frauen da. Das hat aber mein Kletterkollege, mein Langjährigen, auch viel gesagt. Wie machst du das? Ich habe jetzt meine Vollkraft gebraucht. Ich habe gesagt, ja, wir haben wahrscheinlich eine andere Technik. Und denken. Und es gibt erst Bergführerin mit Zulassung eidgenössisch diplomiert. Erst seit 70er Jahren. Ja, ich glaube 1975. Ja. Wieso denkst du, ist es so? Ja, das war natürlich im Zug von wie der SAC der Männerclub war und keine Frauen noch dabei waren. Und dann hat es natürlich die Bergführerkurs, die immer die Sektionen vom SAC organisieren. Es gibt 3 verschiedene, Wallis, Berner Oberland und Bündnerland. Und dann ist das absolut nicht zur Diskussion stand, dass es Frauen da waren. Wenn du in die Berge gehst, in Gesellschaft mit anderen, bist du lieber Führerin oder lässt du dich gerne führen? Also Langhaus bin ich eigentlich gerne führen. Also ich muss so sagen, während wo meine Kinder noch klein waren, habe ich ja wahnsinnig viel gehen. Mein Mann hat lieber Kinder geführt. Good choice. Ja. Und ich bin dann dazu und die können so in Bergen bauen. Das hat mir auch viel Kritik von den Männern gebracht. Das war auch so ein Vorurteil. Die ist ständig nur unterwegs, als daheim der Sonntagsbrot machen. Von dem ging als Lieb können. Aber meistens von verheirateten Männern. Dann haben wir gesagt, ja und, ist das ein Unterschied? Du bist ja auch geheiratet, bist immer unterwegs. Ja, das ist jetzt nicht so gerne. Und wir gehen jetzt zu einem Apero. Ich bin so stolz, dass ich wieder hier gewesen bin und ich so tolle Frauen kennengelernt habe. Please, wenn du kannst, komm nach Washington und sieh Hillary. Sie ist waiting for you. Together we're strong. Thank you very much, ladies. Ich danke der Amerika Dretsch mit der Tata von Castriscia. My Tata. Es ist wunderbar gewesen, also von mir aus gesehen ist es wunderbar gewesen. Ich freue mich, wenn ich dich wieder mal irgendwann, irgendwo, in irgendeiner Besetzung wiedersehe. Unsere Sportlerfrauen sind genial gewesen. Ja. Dann gehen wir zum Aperitif, Essen und Trinken. Die Junge, die was